Also ich liebe es, mit dem Strich 8 unterwegs zu sein, weil man einfach aus dem Alltag rausgerissen wird, komplett entschleunigt wird. Und ich feiere das, wenn ich an die Tankstelle fahre oder durch die Stadt fahre und die ganzen älteren Menschen sich das Fahrzeug genauer anschauen oder auf einen zukommen, mit einem sprechen und daraus sich coole Gespräche entwickeln. Das finde ich an dem Fahrzeug faszinierend unter anderem. Hallo, ich bin der Patrick. Ich darf euch heute mein W114, auch bekannt als Strich 8, vorstellen. Das Fahrzeug ist Baujahr 1971 und seit gut 5 Jahren in unserem Besitz. Für den Strich 8 haben wir uns entschieden. Meine Frau meinte, lass uns doch mal einen alten Mercedes kaufen. Daraufhin habe ich mich auf die Suche begeben durchs Internet, was für einen alten Mercedes kann man denn kaufen. Da ist mir dann der Strich 8 aufgefallen. Strich 8, ja, klassisches Fahrzeug, doch recht alt, ja, robuste Technik. Durchs Internet ein bisschen gestöbert, viele schöne Bilder gefunden von flachen Strich 8s. Ja, daraufhin haben wir dann 2 Stück angeschaut. Der erste war nichts, der zweite, der war es dann gleich, Gott sei Dank, war auch nicht weit weg von uns, 15 Kilometer, also fast Nachbarort. Ja, Probe gefahren, angeschaut. Der Verkäufer wollte dann leider zu viel Geld. Ich habe ihm unsere Schmerzgrenze gesagt. Eine Woche später hat er sich dann Gott sei Dank gemeldet und hat gesagt, er würde uns den dann doch für den Preis verkaufen. Und dann haben wir uns für den entschieden. Das Fahrzeug haben wir 2016 gekauft, im August, sind dann bis zum Ende des Jahres noch komplett Serie gefahren mit dem Fahrzeug, haben 1, 2 Ausfahrten in den Schwarzwald unternommen, Familie besucht, erstmal Bestandsaufnahme gemacht, was muss man am Fahrzeug alles machen. Daraufhin von 16 auf 17 kam dann der große Umbau mit einem guten Kollege gesprochen, was man denn luftfahrwerkstechnisch, was ich einbauen soll, was er empfiehlt. Er hat mich auf die Firma G-Ride gebracht, dann kurzerhand G-Ride angerufen, den Danny, gefragt, kann der denn fürs Auto was machen? Hat gesagt, ja, kein Problem, bring das Auto vorbei. Kurzerhand vorbeigebracht, er hat mir dann innerhalb kürzester Zeit, waren glaube ich 6, 7 Wochen, war nicht lang, mir ein Luftfahrwerk gezaubert. Bewusst nur das Fahrwerk an sich, Dämpfer, Bälge, vorne, hinten, weil den Rest wollte ich in Eigenregie machen. Gesagt, getan, das Auto wieder abgeholt, alles einwandfrei, super funktioniert. Dann habe ich weitergemacht mit Leitungen verlegen, die Sensoren verbauen vom Akku-Air, 4-Wegesystem verbaut. Im Kofferraum den Hardline-Ausbau selber durchgeführt mit einem Bekannten, der Schreiner gelernt hat, der uns den Holzausbau gemacht hat. Daraufhin habe ich dann die ganze Mechanik eingebaut, Elektrik eingebaut, die Leitungen verlegt, Rohre gebogen, den Umbau fertiggestellt. Dann ging es an die Felgen. Was für Felgen machen wir drauf? Ich wollte unbedingt Mercedes-Felgen, ich wollte unbedingt Felgen aus dem Baujahr. Da war natürlich klar, nehmen wir die Mercedes-Benz Barockfelgen, haben die dann auf 3 Teile umgebaut. Zuerst waren es 16 Zoll. 16 Zoll hat mir aber dann nicht ganz so gefallen. Im normalen Fahrmodus waren die mir einfach zu klein. Wir haben dann das Jahr drauf, war dann von 17 auf 18 die Felgen nochmal komplett zerlegt und auf 17 Zoll umgebaut. Haben auch gleichzeitig Farbkonzept geändert. Am Anfang waren sie weiß, die Sterne, jetzt sind sie hochglanzverdichtet, komplett verdichtet. Hat mir besser zum Gesamtkonzept gepasst mit dem ganzen Chrom am Auto. Ja, dann haben wir angefangen mit Teilrestaurierungen. Wir haben den Motor teilweise überholt, die Vergaser überholt, Bremsanlage vorne, hinten überholt, das Getriebe haben wir zum Teil überholt, Innenraum haben wir überholt, wir haben das Holz im Armaturenbrett überholt,
Dann ging es weiter, ich wollte die Steuerung einbauen und nicht einfach irgendwo, das im Fahrzeug rumliegt. Habe sie dann im Aschenbecher verbaut, habe ein modernes Radio im Handschuhfach verbaut, damit wir trotzdem einfach unsere Musik hören können. Das Ganze kann man aber verstecken, indem man einfach Handschuhfach zumacht. Dann sieht man trotzdem noch die Originaloptik, das originale Radio, so wie das Auto damals vom Band lief. Das eine oder andere im Innenraum noch erneuert, den Himmel nicht ganz erneuert, nur einfach wieder hochgeklebt, Dichtungen erneuert. Ja, was da noch Probleme gab, die Radioabdeckung vorne bei den Sechszylindern, die ist beledert. Großes Problem bei den Strich 8. Ewigkeiten gesucht, um eine zu finden. Mercedes hatte zu dem Zeitpunkt keine neue. Eine neue wollten wir auch nicht, weil die nicht zum Gesamtkonzept passt. Ja, dann doch in eBay Kleinanzeigen fündig geworden. Einer hat das ganze ein ganzes Armaturenbrett verkauft. Ich habe gesagt, unser Armaturenbrett ist aber gut, ob er uns nur die Verkleidung verkauft. Alles klar, geeinigt, Verkleidung dann nachgerüstet. Dann waren wir auf der Retro Classic zum wiedermals Teile kaufen. Sind dann an eine alte S-Klasse rangelaufen. Die hatte einen schönen Windfänger. Und bei uns war auch ein Windfänger am Schiebedach montiert, der uns aber in die Gesamtoptik nicht so reingepasst hat. Und das, was er verbaut hatte, das war viel cooler. Es war aus der damaligen Zeit, war von Webasto und wurde als Mercedes Zubehörteil verkauft. Wird oben am Dach montiert. Die erste Stellung ist die neutrale, ganz normal, wenn man Auto fährt. Die zweite Stellung ist nach oben hin Richtung gegen den Wind quasi, dass der Wind draußen gehalten wird und es nicht das Pfeifen anfängt, wenn man das Schiebedach auf hat. Was aber noch cool ist, man kann es nach unten klappen und auch gleichzeitig wie als Sonnenbrille verwenden. Ja, das ist eigentlich noch ein ziemlich cooles Teil, was wir verbaut haben, was auch recht selten ist. Habe ich so bis jetzt nur in dem Fahrzeug, was wir auf der Retro Classic gesehen haben, gefunden. Ja, was haben wir noch gemacht? Mittelarmlehne nachgerüstet. Vom Vorbesitzer waren leider noch ein paar Sachen verbaut, die nicht zu dem Baujahr gepasst haben. Er hat das Lenkrad vom 123er drin gehabt. Die Rückleuchten vom 123er, das haben wir alles zurückgebaut. Ja, das Gesamtauto war lacktechnisch am Anfang nicht ganz so gut. Da habe ich dann auch mit meinem guten Kumpel Marcel drüber gesprochen. Er hat gesagt, er guckt sich's mal an. Ich habe gesagt, komm, probier polieren. Er meinte, wird nichts. Da sage ich, also ich lasse dir das Auto da, gebe alles. Eine Stunde später ruft er mich an und sagt, Patrick, musst vorbeikommen, musst dir angucken, das wird gigantisch. Kurzerhand vorbeigefahren, mir das angeguckt und da hat er die Haube schön in der Mitte abgeklebt, hat links original gelassen, rechts hat er poliert. Ja, sah dann aus, also ich habe es nicht ganz geglaubt, ich habe gedacht, er hat das Auto lackiert, aber es war wirklich nur poliert. Dann ist er mit der Maschine übers komplette Auto drüber und daraufhin habe ich gesagt, hey, komm, lass mal den Lack messen. Ich will wissen, wie viel ist noch original, wie viel ist schon nachlackiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass wirklich 70% vom Auto doch noch Originallack ist. Nur hier und da das Schiebedach, der Deckel war nachlackiert. Auf der linken Seite mussten wir leider nachlackieren, weil ein Kratzer drin war. Aber der Rest vom Fahrzeug ist wirklich 70% noch Originallack. Das Auto ist auch ungeschweißt. Ich habe keine Schweißstellen gefunden. Der Wasserkasten, jeder, der sich mit Strich 8 auseinandersetzt, weiß, Wasserkasten, großes Problem. Wasserkasten hier ziemlich gut, Schweller gut, Radlaufspitzen gut. Ja, und daraufhin haben wir dann gesagt, ja, ich glaube, das Fahrzeug wird uns jetzt länger begleiten, weil Zustand gut. Optisch haben wir uns so angepasst, dass er uns gefällt. Und ich wollte aber alles so verbauen, dass alles rückrüstbar ist. Also wir haben keine Löcher gebohrt. Das Chassis ist alles noch so geblieben, wie es Mercedes damals gebaut hat. Wir könnten jetzt quasi das Luftfahrwerk rausbauen, Felgen abmachen und danach könnten wir ihn auf der Retro Classic vielleicht für viel Geld verkaufen, was wir jetzt aber auf jeden Fall in nächster Zeit nicht vorhaben.
Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen, mein Strich 8. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, einen Daumen hoch, oder wenn ihr irgendwelche Fragen zum Fahrzeug habt, gerne in die Kommentare. Oder Anregungen, was ich vielleicht noch machen kann, irgendwelche Teile, Originalteile nachrüsten. Vielleicht gibt es der ein oder andere, der sagt, oh, das und das Baujahr, der muss das und das haben. Gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Vielleicht kann ich das ein oder andere noch verbessern. Ja, haut einfach in die Tasten. Und an dieser Stelle würde ich mich noch bedanken beim Marcel, der Lackierer des Vertrauens, der mir das Auto auf Hochglanz poliert hat. G-Ride, der Danny, der mir das Fahrwerk gebaut hat und auch danach super Support geleistet hat. Enrico für den Tipp vom G-Ride. Ja, Enzo, der mir oft bei Fragen Antwort und Rede gestellt hat. Ansonsten sollte ich jemand vergessen haben an dieser Stelle, sorry. Und schönen Tag noch. Ade.